Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem zweiten Teil von GBFKE. Ich hatte ja das erste Unboxing habe ich schon online gestellt. Das ist auch schon ein bisschen älter. So die Teile für den zweiten Part, das hat tatsächlich nochmal etwas über 14 Tage gedauert. Also sprich von Bestellung bis, dass ich es hier in meiner Haustür hatte, hat dann dieser zweite Teil hier sozusagen 4 Wochen tatsächlich gedauert. Also ich finde das tatsächlich ein bisschen lange. Es ist ja noch angekommen, das ist ja gut. Hätte ja auch sein können, dass das gar nicht mehr ankommt. Insofern, ich freue mich tatsächlich. Es sind jetzt aber nicht viele Sachen. Und das im letzten Unboxing hatte ich ja gesagt, ich packe das schon mal aus, dass ich eigentlich dachte, dass vielleicht die eine Leinwand, ihr erinnert euch, ich blende es sonst hier nochmal ein, es ging um das Teilbild mit Delfin. Das hatte ich ja eigentlich nicht bestellt, sondern eins mit einem Schmetterling. Aber genau, die Delfine sind angekommen. Im Nachhinein ist das tatsächlich eher positiv, weil ich nämlich gerade bei der Karat Art Challenge 2023 auf Instagram mitmache. Und da painte ich auch genau das Gleiche, aber als Vollbild. Und von daher kann ich dann nachher so ein bisschen so einen kleinen Vergleich machen. Die Maße sind ein bisschen unterschiedlich, ja, aber es ist im Prinzip dasselbe Motiv. Insofern finde ich das im Nachhinein jetzt gar nicht schlimm. Ich hatte zwar GBFKE angeschrieben, leider haben sie nicht geantwortet, warum sie jetzt diesen Delfin geschickt haben und nicht den Schmetterling. Ja, ist ein bisschen schade, dass sie sich da überhaupt nicht gemeldet haben. Aber ja, so what, ne? Es gibt aus jeder Sache immer was Positives zu ziehen. Für mich ist das jetzt hier dieser Vergleich, den ich dann später machen werde. Die Instagram-Challenge läuft noch bis zum 31. Mai. Und insofern, genau, mache ich danach dann den Vergleich. So, ich habe hier, also nicht wundern, das ist jetzt hier nicht so angekommen, sondern ich habe schon eins ausgepackt, damit ich hier nicht so viel rumraschle. Ja. So, was habe ich noch bestellt? Ich hatte noch diesen süßen Squishy-Stift bestellt. Painting-Stift. Jetzt raschel ich doch nochmal, weil ich euch den gerne einmal zeigen möchte. Ist der nicht Zucker und passt jetzt genau in die Jahreszeit? Oh, wenn meine Tochter den sieht. Die will wahrscheinlich reinbeißen. Ich finde die ja. Also die liegen sehr gut in der Hand. Ist halt so ein Squishy, ne? Also kann man hier überall auch zum Stress abbauen vielleicht nochmal einer Aufsatz, ne, für Wachs. Kann man das eigentlich hier unten? Ach, guck mal, man kann das sogar aufdrehen. Also theoretisch könnte man hier, ja, ist hohl bis oben hin, bis zur Schaumspitze hier. Theoretisch könnte man den sogar umbauen in einen Schreibstift. Ne? Hier unten vielleicht die Mine, also hier unten das Stück dann rausziehen. Vorsichtig. Ja, könnte man wahrscheinlich auch als Schreibstift umfunktionieren. Finde ich eine super Sache. Ja, musste mit, ne? So, dann habe ich hier noch so einen Mini-Stift. So, jetzt geht es nochmal rum, ein bisschen zu rascheln. Entschuldigung. Und zwar sieht der so aus. Der ist wirklich, ich habe den gekauft für meine 4-Jährige. Ja, wenn nicht als Leuchtstift, also das ist natürlich top, wenn das noch leuchten würde. Das würde ich richtig gut finden. Hier auch wieder einer Aufsatz. Ne? Fand ich süß für die Kleine, für meine 4-Jährige, 3,5-Jährige. Naja, fast 4. Ist nicht so schwer. Ja, und dann habe ich hier nochmal 2 Elefanten bestellt. Das sind diese kleinen Sticker, die man so auch über Lichtschalter kleben kann. Die sehen dann so aus. Ich hatte schon mal einen ausgepackt. Ich habe auch schon einen gepainted. Vielleicht habt ihr das mal irgendwo gesehen. Die leuchten nachts auch. Ist total süß. Ich finde das ja total süß. Und kann man dann hier ausschneiden. Also hier muss man auch aufpassen. Hier die Stellen sind auch geklebt. Also die haben da so eine Klebefolie drüber geklebt. Zucker. Und die leuchten richtig. Ich finde es toll. So, Toolkit haben wir hier auch dabei natürlich. Und hier sind die Steine. Hier haben wir 7 Farben. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Packen wir ihn auch nochmal aus bei 7 Farben. Können wir uns das dann nochmal angucken. Wir haben hier auch
Ne? Blau, dunkles Pink, hellrosa, rosa, nochmal ein Blau, nochmal in so einem Rosaton und die Leuchtsteine, ganz viele Leuchtsteine. In runde Steine natürlich. Es bleiben auch immer Steine übrig, selbst von den Leuchtsteinen, also da ist ja richtig Masse was. Ne? Also so viel braucht man auf keinen Fall. Das ist die Nummer 1. Wenn man jetzt hier sieht, wo ist die Nummer 1? Also die geht quasi einmal am Rand lang. Ne? Einmal am Rand direkt außen rum, dann hier vorne an der Tatze. Hier nochmal rum. Hier in der Mitte ist die 1. Hier bei den Augen. Nochmal. Hier geht das so rum bei dem Ohr. Ja, hier einmal so rum. Hier ganz außen rum. Ne? Aber da werden nicht alle Leuchtsteine verbraucht. Bleiben immer welche übrig. Ich fand das so süß. Genau, das war es dann auch schon mit dem kleinen zweiten Teil. Wie gesagt, das andere Bild ist nicht nachgekommen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ne? So. In diesem Sinne sehen wir uns irgendwann wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und genießt die Sonne. Es scheint ja so, dass sie jetzt ein bisschen öfter rauskommt. Bis dahin, tschüss.